Mir zugeschaltet ist jetzt Gustav Gressel, er ist Experte für Verteidigungspolitik. Willkommen und guten Morgen bei Welt, Herr Gressel. Was darf man denn von diesem heutigen Treffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein noch erwarten, mit Perspektive auch auf die weitere Unterstützung der Ukraine? Naja, der ursprüngliche Plan war ja, dass man 2 Jahre voraus plant. Das wurde im Washingtoner NATO-Gipfel so beschlossen. Und dieses Treffen ist natürlich das erste Treffen, an dem die jeweiligen Führungsstaaten der unterschiedlichen Arbeitsgruppen, Deutschland ist hier für die Fliegerabwehr verantwortlich, ihren Bericht vorlegen, was die Ukraine bis 2027 brauchen wird, um eben ihre Verteidigungsanstrengungen aufrechterhalten zu können. Das große Problem natürlich ist, wie kann man das langfristig sicher planen, wenn die USA ein wichtiger Bestandteil dieser Lieferungen war und man eigentlich gar nicht weiß, wie es dort weitergeht. Gerade im Thema Fliegerabwehr, wo ja Deutschland Führungsnation ist, die meiste Munition, vor allen Dingen für die Patriot-Lenkflugkörper, kommt aus den USA. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie Donald Trump sich in diesen Fragen verhält, ob die USA weiter liefern, ob sie diese Lieferungen auch selber bezahlen oder ob dafür andere aufkommen müssen oder ob sie ihre Lieferpolitik ändern oder die Lieferungen einstellen. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen, wie es in diesen 2 Jahren dann auch real weitergeht und nicht nur, Mhm. was am Plan steht. Naja, und was man eben auch nicht weiß, wie sich nach der Amtsübernahme Donald Trump verhält, was möglicherweise Gespräche auch über ein wie auch immer geartetes Kriegsende, ein Waffenstillstand, wie die stattfinden sollen, auf welcher Ebene sicherlich Putin und eben Trump, aber wie auch dort die Ukraine ins Boot geholt wird. Insofern ist dieses heutige Treffen tatsächlich wie sinnvoll. Es steht unter einem sehr ungünstigen Stern, beziehungsweise unter halt sehr viel Erfüllungsvorbehalt. Es hätte eigentlich vor diesem Treffen eine Reise des designierten Sonderbeauftragten der Trump-Administration nach Europa und in die Ukraine geben sollen. Kellogg hätte eben auch mal vorstellen sollen, wie er sich diesen Prozess Richtung Verhandlungen vorstellt, wie er sich vorstellt, etwa Druck auf Moskau auszuüben, dass Putin, der bis jetzt diesen Plan abgelehnt hat, dann auch wirklich kommt. Aber diese Reise wurde jetzt verschoben bis nach der Amtseinführung. Und das zeigt auch, dass Kellogg, der zwar selbst einen Plan hat, wahrscheinlich dieser Plan innerhalb der Trump-Administration nicht ganz unumstritten ist und man hier abwartet, bis der Präsident im Amt ist und sozusagen ein Machtwort spricht, wie es da weitergehen kann. Und das ist eben ein Problem, wenn die Republikaner oder ein guter Teil der Republikaner selbst nicht wissen, wie es mit ihrem neuen Chef in dieser Frage weitergeht. Wie sollen sich die anderen Europäer und die anderen Bündnispartner jetzt darauf einstellen?